Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf W27, denn dort ist es sehr spannend im Moment, denn das, was wir letztes Mal mit Juni zusammen im Stream nicht erreichen konnte, wo wir über 90 Runs zusammen insgesamt bestritten haben, könnte heute auf jeden Fall wieder bestritten werden. Der nächste Zero Death Run. Das wäre mein 5., den ich bisher in ganz Shakes and Fidget erreicht habe. Und wir stehen kurz davor. Die Chancen sehen sehr gut aus. Wenn wir hier reingehen, sehen wir sind auf Etage 76. Das sind meine Glyphen oder Klunker für die letzten Etagen. Also ich habe hier schon ein bisschen gespielt und ich bin halt momentan noch kein einziges Mal gestorben. Der Totenkopf bedeutet nicht die Tode, sondern das ist mein Durchlauf. Das heißt, das ist mein erster Durchlauf hier gerade. Wenn ich jetzt einmal sterben würde, dann würde hier eine 2 stehen, dass es dann mein zweiter Durchlauf in diesem Dungeon ist. Also dafür symbolisiert das halt hier, das steht nicht für Tode. Ne? Das sind die Durchläufe, nur nochmal, falls jemand fragen sollte. Ansonsten gibt es wieder ein paar coole News, die große Sause und Pilze. Ja, es ist wieder, das Wochenende steht an und ab Freitag ist wieder einiges los. Hexentanz in Kombination mit Legendary Dungeon ist immer sehr geil. Erfahrungsreichtum haben wir sogar auch. Und das ist ziemlich cool. Und es herrscht auch wieder eine 20% Aktion. Ich glaube im Webshop schon ab Donnerstag. Ansonsten sind halt 20% dann ab Freitag zu ergattern. Und falls jemand von euch natürlich noch irgendwie ein bisschen LD-Action haben möchte und sich vielleicht noch nicht ganz equipped hat oder dazu noch nicht kam, kann sich die natürlich sehr gerne hier auch über den Webshop abholen, beziehungsweise dort halt auch aufladen. Dort bekommt ihr halt auch eben die Pilze 20% günstiger als über iOS, Steam oder Android. Da kosten 3000 Pilze 120 € und mit der 20% Aktion sind es halt eben 3600 Pilze für 100 €. Weil es immer noch den einen oder anderen gibt, der über App auflädt, das ist natürlich deutlich teurer. Ne? Nur so als kleinen Tipp vielleicht. Und falls ihr daran Interesse habt, dann könnt ihr mich natürlich auch sehr gerne mehr kostenfrei supporten und hier den Creator Code dort eingeben. Das supportet mich indirekt mit. Tut keinem weh. Ansonsten steckt ihr Playa auf jeden Fall die Kohle im Rachen. Ne? So bekomme ich noch 5% vom Kuchen ab. Deswegen vielen lieben Dank an jeden Einzelnen da draußen von euch. Das weiß ich sehr zu schätzen. Das ist was, das tut nicht weh und finanziert natürlich auch weiteren Content, Giveaways und diverse weitere Aktionen, die im Hintergrund laufen. Deswegen Dankeschön an jeden Einzelnen und wünsche euch viel Glück bei euren Runs, auf dass ihr eure Waffen bekommt, die ihr bekommen wollt. Ne? Ansonsten, bevor wir da reingehen in den Zero Death Run, falls euch Waffen fehlen sollten, ne? Nochmal als kleiner Tipp, vielleicht weiß das der ein oder andere noch nicht, wenn ihr die Waffen umwandelt in das Set, was ihr wollt, ne? Zum Beispiel, wir wollen jetzt, uns fehlen hier noch 3 Gegenstände und von dem Set, dann könnt ihr die Waffen, beziehungsweise wenn ihr Epic-Waffen habt, könnt ihr die ganz easy, ganz einfach umwandeln. Ne? Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal, die können wir leider nicht nehmen, weil die schon durchs Klo gespült worden ist. Da müsst ihr darauf achten, dass die durchspülbar sind. Ansonsten könnt ihr den Trick nicht nutzen. Ne? Euch fehlen noch die Items hier. Okay, wir nehmen jetzt zum Beispiel den Sindbad-Säbel, weil wir von dem Set noch welche wollen. Es sei denn, wir wollen hier von dem Set noch, dann nehmen wir das Beinhaarsil. Aber wir nehmen jetzt einfach mal den Säbel. Dann nehmen wir hier einfach mal ein stinknormales Epic. Ändern hier das Aussehen zum Säbel. Da haben wir es so. Und dann flasht ihr das Ganze erst danach durch die Toilette. Der Klassiker, wirklich. Es ist wirklich unglaublich. So, jetzt flasht ihr das Ganze durch die Toilette und dann bekommt ihr den Cube zum Beispiel. Ne? Also eine von den anderen Items. Ne? Und ihr habt schon gesehen, okay, so schaltet man halt auch, wenn man nicht die Klasse hat, trotzdem andere Items frei. Es gehört immer ein bisschen Glück dazu, dass man die richtigen Sachen auch bekommt. Und das Ganze machen wir jetzt nochmal. Und da haben wir zum Beispiel den Kriegerschild jetzt bekommen dadurch. Ne? Und so bekommt ihr halt eben die Einträge und könnt halt dadurch eure Fundchance für legendäre Edelsteine
in der Mine halt steigern. Umso mehr Einträge ihr im Verzeichnis habt hier, umso mehr Legendary Items ihr habt, umso höher ist die Chance, dass ihr orange Steine aus der Mine bekommt. Das nur nochmal so kurz vorab, ne? Aber jetzt gehen wir rein in den Dungeon und wir konzentrieren uns. Ja, wir haben Half-Life, ja, wie das ein oder andere Spiel. Wir haben Seele des Hasen, das ist sehr gut, also viel ausweichen. Glücksspielerbrocken, das heißt, wir haben gute Chancen, Segen aus Fässern zu erhalten, aber alle Fallen verursachen Flüche. Das ist natürlich ein großer Nachteil. Und den Spionageklunker haben wir, wo wir halt eben Chance haben auf random Türen. Und kämpfen wollen wir sowieso nicht, deswegen ist der Nachteil hier kein direkter Nachteil. Ich bin aufgeregt. Wir nehmen das Fass, wir haben gute Chancen, Buffs zu erhalten und wir bekommen den Ausweichbuff. Ja, das ist eine sehr, 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 sehr gute Sache. Gehen hier durch und nehmen auch das nächste Fass an in der Hoffnung, oha, in Kombination mit One-Hit-Wonder, das sieht mir sehr, sehr gut aus. Ist natürlich, Goldraum. Das ist natürlich sehr bitter, sag ich mal, dass wir das im Stream nicht geschafft haben. Aber jetzt haben wir schon wieder so gute Chancen. Im Stream bin ich auf Etage 95 gekommen. Ja, kurz davor gescheitert. Aber ich farme natürlich auch sehr gerne die Zero Death Runs. Ich weiß nicht, wie viele habt ihr? Zählt ihr da mit? Habt ihr das auf dem Radar? Kennt ihr jemanden, der auch schon 4 Zero Death Runs gemacht hat bisher? Oder wie sieht es da bei euch aus? Wir gehen hier rein, okay, Steine. Nehmen wir mit und da haben wir auch schon den Schlüsselhändler und da brauchen wir auf jeden Fall den 6-fach Heal. Das ist ganz, ganz klar. Den müssen wir hier definitiv mitnehmen, dass wir hier wieder Full Life haben. Denn wir können zwar ausweichen, das ist auch ziemlich nice und so, das ist nice to have, aber durch die Seele des Hasen haben wir halt eben den großen Nachteil, dass wir sehr viel Schaden kassieren. Sehr viel Schaden. Ne? Also 25% mehr Schaden durch Monster ist extrem viel. Und hier haben wir nämlich schon eine sehr kritische Situation. Wir brauchen unbedingt Schlüssel, damit wir hier keine Debuffs abbekommen durch halt die Fallen. Ne? Und das ist halt eben der Nachteil von der Rune hier, Fallen verursachen Flüche. Deswegen gehen wir durch die Tür, wir wollen hier nichts riskieren, ja, und hoffen einfach darauf, dass wir jetzt noch ein paar Schlüssel farmen können mit dem One-Hit-Wonder. Ich sage euch ganz ehrlich, so wie es bisher aussieht, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Das lassen wir sein hier, wir gehen wirklich auf Nummer ganz, ganz safe. Ja, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, dass ich irgendwie, dann doch noch rausfalle, aber es sieht momentan gar nicht so bad aus. Ja, hier könnten wir noch einen easy Schlüssel mitnehmen, wenn wir jetzt darüber gehen, aber wir kassieren halt eben Debuff und den möchte ich ungern kassieren, weil das könnte nämlich ziemlich krass scheppern, deswegen nehme ich einfach mal die Opfertür, kassiere ein bisschen Schaden und wir kommen aber dann halt noch so durch, wir verzichten dann halt einfach auf, noch auf einen One-Hit-Wonder so, kriegen dann hier aber eventuell nochmal einen Schlüssel, sehr gut, haben 3 Stück, ist eine gute Grundlage. Und hier nochmal als kleiner Tipp, ne, auch an Tuny, ne, also falls du das sehen solltest hier, Tuny, du warst jetzt in der Challenge, für mich persönlich jetzt nicht der beste Partner, den man sich jetzt wünschen kann, wenn es darum geht, perfekte Runs hinzulegen, ne? Deswegen an der Stelle nochmal, ich weiß, du hast da ein bisschen Probleme mit den geometrischen Formen des Dreiecks, so, aber nochmal für dich zur Veranschaulichung, wenn das Dreieck nach unten zeigt, ja, dann ist die Truhe safe. Dann kannst du da raufgehen, dann ist da irgendwas sehr Gutes für dich drin. Wenn das Dreieck mit der Spitze nach oben zeigt, dann ist das eine Truhe, die sollte man nur anklicken, wenn man halt wirklich darauf erpicht ist, Epics zu bekommen, aber halt auch dafür Schaden zu kassieren. Ja, da nochmal kurz vielleicht als Background-Info dazu. Daran erkennt man halt diese Mimiktruhen und deswegen gehen wir hier rauf und die ist safe, die können wir mitnehmen. So sieht das Ganze aus hier bisher. Okay, wir haben 3 Schlüssel, die bewahren wir uns auf, versuchen zu fliehen. Okay, sehr gut, Seele des Hasen carried. Wir heben uns die Schlüssel auf für Situationen, wo wir halt eben an eine Fallentür kommen oder eine normale Tür, die wir halt mit einem Schlüssel öffnen müssen. Das ist ganz wichtig, dass wir da ein paar in der Hinterhand haben. Ich bin auch gewillt, muss ich so sagen, vielleicht mit 1 oder 2 Keys hier zu überleben, sag ich mal, ist nicht ganz so wild. Hauptsache, wir kommen hier irgendwie durch. Wir gehen jetzt mal hier lang, wir riskieren Monster, haben Glück. Ja, ausweichen ist momentan ganz gut. Wir kassieren übelst viel Damage, falls wir es nicht machen sollten.
Ich will es nicht nochmal riskieren, muss ich sagen, weil wir kriegen echt viel Damage, wenn wir hier nicht ausweichen. Klar, wir haben 40% erhöhte Chance. Ich glaube, ich gehe einfach mal... Wir nehmen ein bisschen Damage, es ist wirklich nicht viel. Es ist überschaubar und nehmen halt die Opfertür mit. So, dafür vermeiden wir halt einen Monsterraum. So, gehen durch die Tür, haben Buff, eventuell, aber ich nehme die mit, weil 50% erhöhte Chance ist schon echt viel. Wir nehmen es mal mit. Oh, der Dietrich, sehr gut. Damit ist das schon mal ein sehr gutes Zeichen. Haben hier 3 Free-Türen quasi. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, das Fass hier nochmal zu nehmen. Wir können immer noch einen Debuff bekommen, ne? Das ist halt das Ding. Aber ja, komm, wir haben hier so gute Chancen. Sehr gut, wir nehmen den Heal mit. War die richtige Entscheidung. Nochmal ein Fass. Nehme ich jetzt aber nicht mit, weil, ja, wir haben Full Life, ist okay. Wir sind gut am Start. Wir haben noch ein paar Dietriche. Die Truhe können wir easy mitnehmen. So, das ist ganz gut. Okay, eine Curse-Tür. Wir wollen keinen Debuff haben, deswegen gehen wir hier lang. Weichen aus. Haben es geschafft, sind ausgewichen. Sehr gut. Hier gehen wir durch die Opfertür. Nehmen ein bisschen Schaden. Kein Problem. Nehmen wir mit. Easy. Oh. Das Ding ist halt, wenn ein Monster gegenüber ein Fragezeichen ist, dann kann hier hinter kein Monster sein, weil hier schon ein Monster ist. Das könnt ihr euch merken. Deswegen, aber wir haben leider keinen Fallenentschärfer und könnten hier einen Debuff kassieren. Ja, wir gehen mal lieber das Monster, versuchen auszuweichen, Seele des Hasen. Hat geklappt, wir haben wirklich sehr viel Glück, muss man mal so sagen an der Stelle. Wir lassen den liegen und sind beim Endboss. Den kriegen wir easy down und haben damit unseren 5. Zero Death Run. Oh mein Gott. Alter, GG. Sehr geil. Also ich hätte wirklich gewünscht, dass ich den Run früher aufnehme. Ich hab den so nebenbei ein bisschen am Handy, war unterwegs am Handy ein bisschen, ne, habe ich so geguckt. Auf einmal sehe ich, okay, der Run hat Potenzial. Man merkt ja am Anfang immer so, hat der Potenzial, hat der kein Potenzial, aber der Run hatte Potenzial. So, und dann habe ich so gedacht, okay, jetzt bin ich schon so weit, lassen wir mal liegen, dass wir das hier live im Video festhalten, weil alle meine Runs, die ich bisher Zero Death Run beendet habe, sind alle irgendwo festgehalten worden. Live. Ja, also da könnt ihr nachschauen, da könnt ihr nachrecherchieren. Ich erzähle hier keinen Bullshit. Ja, das ist so. 5 Zero Death Runs bisher, alle festgehalten. Auf YouTube, entweder als Livestream oder als Video, meistens beides. Ja, und deswegen reiht sich jetzt mein 5. Zero Death Run jetzt hier ein. Und wenn ihr jetzt nochmal drauf guckt hier bei Betreten, so, dann seht ihr, okay, man startet hier mit der 1. Ne? Deswegen ist das hier so gekennzeichnet und deswegen ist das auch kein Tod, sondern halt der Durchlauf. Ja, meine lieben Freunde, wer hätte das gedacht, ne? Mein 5. Zero Death Run, oh mein Gott. Auf jeden Fall werden wir die Challenge natürlich mit Juni nochmal irgendwann wiederholen. Das steht außer Frage. Ich hoffe mal, dort haben wir dann auch ein bisschen mehr Glück vielleicht als letztes Mal. Trotzdem war es ja auch sehr unterhaltsam gewesen. Das war ziemlich spannend hier jetzt auch gerade, muss ich sagen. Ja, obwohl wir hatten sehr gute Grundlagen schon, das muss man mal so sagen. Da gehört natürlich auch immer ein Fünkchen Glück dazu. Ne? Aber das war mein 5. Zero Death Run. Und ich wünsche euch natürlich auch viel Erfolg bei euren Runs. Ne? Hoffe, ihr habt da genauso viel Erfolg wie ich in diesem Run. Und ja, das soll soweit gewesen sein. Ich verabschiede mich. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.